Auf dem Gemüsemarkt. Sarah, hast du den Einkaufszettel dabei? Dieser Markt ist heute unglaublich voll. Wir hätten früher kommen sollen. Ja, ich habe ihn auf dem Handy. Warte kurz, ich entsperre es. Okay, wir wollen heute Abend Lasagne machen, richtig? Das war der Plan? Ja, genau. Deine berühmte Lasagne. Wir brauchen also Tomaten, Zwiebeln, Karotten und frische Kräuter. Und vielleicht etwas Knoblauch. Schau mal diese Tomaten hier an. Die sehen fantastisch aus, richtig rot. Entschuldigung, guter Mann, sind diese Tomaten aus der Region? Ja, hallo. Die kommen direkt aus Brandenburg. Sehr süß und saftig. Perfekt für Soßen. Das Kilo kostet heute nur 3,50 Euro. 3,50 Euro? Das ist aber teurer als im Supermarkt, Lukas. Da kosten sie nur 2 Euro. Ja, aber schau dir die Farbe an. Und riech mal dran. Die im Supermarkt schmecken doch nur nach Wasser. Für eine gute Lasagne brauchen wir Qualität. Komm, wir nehmen 1 Kilo. Das schmeckt man am Ende. Na gut, du bist der Koch heute Abend. Aber wehe, es schmeckt nicht. Wir brauchen auch Zwiebeln. Rote oder weiße? Was meinst du? Für die Soße sind weiße Zwiebeln besser. Die werden weicher. Rote sind eher für Salat. Okay, nehmen wir ein Netz weiße Zwiebeln. Und schau mal da drüben, die haben riesige Zucchini. Die sehen toll aus. Zucchini stehen nicht auf der Liste, Lukas. Du kaufst immer Dinge, die wir nicht brauchen, und dann werfen wir sie weg. Aber gegrillte Zucchini als Vorspeise wären doch lecker, oder? Mit etwas Olivenöl und Salz. Komm schon. Okay, du hast gewonnen. Das klingt lecker. Aber nur 2 Stück. Wir müssen auf das Budget achten, der Monat ist noch lang. Hast du eigentlich Bargeld? Hier kann man oft nicht mit Karte zahlen. Das ist Berlin. Oh, verdammt. Ich glaube, ich habe nur noch 10 Euro in der Tasche. Lukas, ich habe dir gesagt, du sollst zur Bank gehen, bevor wir losgehen. Ich habe es vergessen, tut mir leid. Warte, ich schaue mal. Schau in meiner Geldbörse nach. Puh, ich habe noch 20 Euro. Das sollte reichen. Glück gehabt. Du bist meine Rettung. Was fehlt noch? Basilikum, aber bitte im Topf, nicht geschnitten. Der hält länger auf dem Balkon. Alles klar. Dann gehen wir noch zum Käsestand für den Parmesan. Echten Parmigiano Reggiano, oder? Natürlich kein billiges Zeug. Aber beeil dich, es fängt gleich an zu regnen. Siehst du die dunklen Wolken da hinten? Oh ja, das sieht nach Gewitter aus. Schnell zum Käsestand. Das Vorstellungsgespräch. Guten Tag. Bitte kommen Sie doch herein und nehmen Sie Platz. Haben Sie das Büro gut gefunden? Guten Tag, vielen Dank. Ja, eigentlich ganz gut, aber der Aufzug im Erdgeschoss war etwas verwirrend. Ich bin zuerst in den 2. Stock gefahren, statt in den 4. Oh, das passiert vielen. Der Aufzug ist neu programmiert und die Knöpfe sind etwas unlogisch angeordnet. Aber schön, dass Sie da sind. Möchten Sie vielleicht ein Glas Wasser oder einen Kaffee, bevor wir anfangen? Wir haben auch Cappuccino, falls Sie möchten. Ein Glas Wasser wäre sehr nett, danke. Kaffee hatte ich heute schon zu viel. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben. Das ist ganz normal, kein Grund zur Sorge. Hier ist Ihr Wasser. Danke sehr. So, ich habe Ihre Bewerbungsunterlagen hier vor mir. Sie bewerben sich also für die Stelle als Marketingassistentin, richtig? Ja, genau. Ich habe die Anzeige online gesehen und dachte sofort, dass das Profil sehr gut zu meinen Fähigkeiten passt. Besonders der Teil mit Social Media Marketing hat mich angesprochen. Das freut mich. Erzählen Sie mir doch bitte ein wenig über sich, was nicht im Lebenslauf steht. Wer ist Sarah privat?
Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten? Gerne. Also, ich bin 26 Jahre alt und wohne seit 3 Jahren hier in Berlin. In meiner Freizeit beschäftige ich mich viel mit Fotografie und sozialen Medien, was ja auch gut zum Job passt. Ich betreibe einen kleinen Instagram-Kanal über Street Art in Berlin. Außerdem reise ich sehr gerne, um neue Kulturen kennenzulernen. Letztes Jahr war ich in Portugal. Interessant. Portugal ist wunderschön. Fotografie ist definitiv ein Pluspunkt für unser Marketingteam. Wir brauchen oft spontane Bilder für unsere Kampagnen. Haben Sie Erfahrung mit Bildbearbeitungsprogrammen? Photoshop zum Beispiel oder Lightroom? Ja, absolut. Beides. In meinem letzten Job bei der Werbeagentur Müller und Söhne habe ich fast täglich Grafiken erstellt. Ich kenne mich gut mit der gesamten Adobe Creative Cloud aus. Auch ein bisschen mit Premiere Pro für Videoschnitt. Sehr gut. Videoschnitt wird immer wichtiger für uns. Warum wollen Sie eigentlich Ihren alten Job wechseln? Müller und Söhne ist ja eine bekannte Agentur. Gab es Probleme? Nein, gar nicht. Das Team war toll und ich habe viel gelernt. Aber ich suche nach neuen Herausforderungen. Die Agentur war sehr klein und die Projekte waren oft lokal begrenzt. Ich möchte gerne in einem größeren Unternehmen mit internationalen Kunden arbeiten, so wie hier. Verstehe, das macht Sinn. Wir wachsen momentan stark im europäischen Markt. Nun zur Arbeitszeit. Wir arbeiten hier flexibel, aber die Kernarbeitszeit ist von 10 bis 16 Uhr. Wäre das für Sie in Ordnung? Das klingt perfekt. Ich bin sowieso kein Morgenmensch, also ist 10 Uhr super. Wie sieht es mit Überstunden aus? Muss man auch am Wochenende arbeiten? Sehr selten. Nur wenn wir ein großes Event haben, vielleicht zweimal im Jahr eine Messe oder eine Produktvorstellung. Aber das wird dann natürlich ausgeglichen. Haben Sie noch Fragen zum Gehalt? Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. In der Anzeige stand nichts Genaues, nur branchenüblich. Wir bieten für diese Position ein Einstiegsgehalt von 2.400 € brutto an. Dazu kommt ein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel und ein Zuschuss zum Mittagessen. Das klingt fair für den Anfang. Gibt es auch Möglichkeiten zur Weiterbildung? Zum Beispiel Sprachkurse oder Fachseminare? Ja, wir bieten einmal im Jahr interne Schulungen an und haben ein Budget für externe Kurse. Gut, Sarah, ich habe einen sehr guten Eindruck. Ihre Erfahrung passt super zu uns. Wir melden uns bis spätestens nächsten Dienstag bei Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch, Lukas. Ich habe auch ein sehr gutes Gefühl. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Danke Ihnen. Kommen Sie gut nach Hause. Und passen Sie beim Aufzug auf, diesmal Erdgeschoss drücken. Mache ich. Auf Wiedersehen. Beim Friseur. Hallo! Sie müssen Sarah sein, richtig? Für den Termin um 14 Uhr? Hallo. Ja, genau. Entschuldigung, ich bin 5 Minuten zu spät. Der Bus hatte Verspätung und der Verkehr ist heute furchtbar. Kein Problem. Nehmen Sie bitte hier am Fenster Platz. Möchten Sie eine Zeitschrift lesen oder lieber plaudern? Lieber plaudern, ich bin heute etwas nervös. Okay. Was haben wir denn heute vor? Schneiden, färben, waschen? Ich bin heute Abend auf einer großen Hochzeit eingeladen und brauche etwas Elegantes. Aber ich bin mir unsicher, was mir steht. Ich habe Angst, dass es zu übertrieben aussieht. Oh, eine Hochzeit. Wie schön. Wer heiratet denn? Eine Freundin? Ja, meine beste Freundin aus der Uni. Das ist ja aufregend. Tragen Sie ein langes oder ein kurzes Kleid? Es ist ein langes, dunkelblaues Abendkleid. Ziemlich schick, mit etwas Spitze am Rücken.
Okay, bei einem langen Kleid mit Rückenausschnitt würde ich die Haare definitiv hochstecken. Das streckt den Hals und man sieht das Detail am Rücken besser. Das sieht sehr edel aus. Was meinen Sie? Hochstecken klingt gut. Aber bitte nicht zu streng. Ich möchte nicht aussehen wie eine strenge Lehrerin oder eine Bibliothekarin. Es soll locker und modern wirken. Vielleicht ein bisschen romantisch? Verstanden. Wir können einen messy Bun machen. Auch einen lockeren Dutt, bei dem ein paar gewellte Strähnen ins Gesicht fallen. Das ist sehr modern und passt super zu Hochzeiten. Ja, das gefällt mir. Das klingt perfekt. Sollen wir die Haare vorher waschen? Ich habe sie gestern Abend gewaschen. Ja, das ist besser für das Volumen und den Halt. Kommen Sie bitte mit zum Waschbecken. Lehnen Sie den Kopf bitte entspannt zurück. Ist die Wassertemperatur so angenehm oder zu heiß? Nein, das ist perfekt so. Sehr entspannend. Das tut gut nach dem Stress im Bus. Das glaube ich. Benutzen Sie ein spezielles Shampoo? Das riecht unglaublich gut, irgendwie nach Kokos und Vanille. Ja, das ist unser Feuchtigkeitsshampoo mit Kokosöl. Ihre Spitzen sind ein bisschen trocken, das hilft dagegen und gibt schönen Glanz. Brauchen Sie auch Make-up oder machen Sie das selbst? Ja, bitte machen Sie das auch. Ich bin zittrig vor Aufregung. Ich würde den Eyeliner sicher verwackeln. Aber nicht zu viel. Ich mag es natürlich. Ein bisschen Mascara und vielleicht einen roten Lippenstift passend zum Kleid? Rot passt super zu dunkelblau. Das ist ein toller Kontrast. Aber ich würde die Augen dann dezent schminken, vielleicht nur leichte Erdtöne, damit es nicht überladen wirkt. Einverstanden. Das klingt nach einem Plan. Wie lange wird das alles dauern? Ich muss um 17 Uhr fertig sein. Die Trauung beginnt um 18 Uhr. Wir brauchen etwa eine Stunde für die Haare und 30 Minuten für das Make-up. Wir sind also spätestens um 3:30 fertig. Wir liegen gut in der Zeit. Perfekt. Dann kann ich noch in Ruhe einen Kaffee trinken. Was kostet das Gesamtpaket heute eigentlich? Ich habe vergessen zu fragen. Waschen, Hochstecken, Stylingprodukte und das Abend-Make-up kosten zusammen 95 €. Das ist okay für den Aufwand. Nehmen Sie auch Kreditkarte? Ich habe nicht genug Bargeld dabei. Ja, natürlich. Karte ist kein Problem. Entspannen Sie sich einfach, schließen Sie die Augen. Ich fange jetzt mit dem Föhnen an. Renovierung? Uff, diese Möbel sind schwerer, als ich dachte. Warum haben wir so ein massives Sofa gekauft? Kannst du mal kurz an der anderen Seite anheben? Wir müssen die Folie darunter legen. Moment, ich komme. 1, 2, 3. Hau ruck. Okay, es steht auf der Folie. Puh, das war schwer. Bist du sicher, dass wir diesen grünen Farbton wollen? Jetzt, wo das Zimmer leer ist? Wir haben darüber tagelang diskutiert, Sarah. Salbeigrün ist modern, beruhigend und liegt voll im Trend. Das Weiß war einfach zu langweilig und steril. Wie im Krankenhaus. Ich weiß, aber jetzt, wo ich die Farbe im Eimer sehe, wirkt sie sehr dunkel. Was, wenn das Zimmer dann wie eine Höhle aussieht? Wir haben hier nicht so viel Tageslicht. Vertrau mir. Wenn es trocken ist, wird es heller. Das steht auch auf der Dose. Hast du das Malerkrepp? Wir müssen die Fenster und die Steckdosen abkleben. Ich dachte, du hast es gekauft? Ich habe die Pinsel, die Rollen und das Abstreifgitter geholt. Oh nein, nicht dein Ernst. Ich habe das Klebeband im Baumarkt vergessen. Ich war so beschäftigt mit der Farbauswahl. Na toll, typisch Lukas. Und wie sollen wir jetzt streichen, ohne die Fensterrahmen schmutzig zu machen? Ich kann sehr vorsichtig sein. Ich habe eine ruhige Hand. Lukas, du bist niemals vorsichtig. Letztes Mal hattest du Farbe in den Haaren, an der Hose und sogar am Ohr. Ich gehe schnell runter zum Kiosk.
Vielleicht haben die welches. Oder ich frage den Nachbarn, Herrn Müller. Der handwerkt doch immer. Gute Idee. Frag Herrn Müller, der hat bestimmt eine ganze Werkstatt im Keller. Sag ihm, wir laden ihn auf ein Bier ein als Dankeschön. In der Zwischenzeit rühre ich die Farbe um. Wehe, du fängst ohne mich an zu streicheln. Und leg Zeitungen auf den Boden. Die Folie hat da hinten ein Loch. Ich will keine grünen Flecken auf dem Parkett. Ja, Chefin, wird gemacht. Bring mir bitte auch ein Wasser mit, wenn du wiederkommst. Ich schwitze jetzt schon. Okay, bis gleich. Mach keinen Unsinn. Osternplanung. Sag mal, Lukas, was machen wir eigentlich dieses Jahr an Ostern? Ich habe gerade auf den Kalender geschaut. Es sind nur noch 2 Wochen. Ich dachte, wir fahren zu meinen Eltern nach Hamburg wie jedes Jahr. Das ist doch Tradition. Ehrlich gesagt, ich habe dieses Jahr überhaupt keine Lust auf den Stress. Erinnerst du dich an letztes Jahr? Stau auf der Autobahn. 5 Stunden Fahrt für eine Strecke. Und dann schlafen wir auf dem unbequemen Sofa, weil das Gästezimmer vollgestellt ist. Ja, die Fahrt war nervig. Aber meine Mutter backt extra diesen Lammbraten. Sie wäre sehr enttäuscht, wenn wir nicht kommen. Du weißt, wie sie ist. Wir können sie doch an Pfingsten besuchen. Da ist das Wetter auch besser. Ich habe überlegt, warum mieten wir uns nicht eine kleine Hütte an der Ostsee? Nur wir 2? Ostsee? Im April? Da ist es doch noch eiskalt und windig. Ja, genau das ist das Schöne. Wir können lange Spaziergänge am leeren Strand machen, eingemummelt in dicke Jacken. Und danach heißen Tee oder Glühwein trinken und lesen. Einfach mal Ruhe haben. Keine Familienverpflichtungen, kein Streit über Politik beim Abendessen. Wenn du das so beschreibst, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Ein bisschen Ruhe könnte ich auch gebrauchen. Aber wie bringe ich das meiner Mutter bei? Sie hat bestimmt schon eingekauft. Sag ihr einfach, wir müssen arbeiten oder wir brauchen dringend Erholung wegen dem Stress im Job. Eine Notlüge zum Selbstschutz. Okay, ich schaue mal nach Preisen. Aber wenn es zu teuer ist, fahren wir doch nach Hamburg. Ostern ist Hochsaison. Einverstanden. Aber such was mit Kamin. Das wäre so romantisch. Und wir können trotzdem Schokoeier verstecken, wenn du willst, im Sand. Schokoeier sind Pflicht. Ohne Schokolade ist es kein Ostern. Ich suche gleich mal auf Airbnb. Im Spielzeugladen. Entschuldigung, könnten Sie mir helfen? Ich bin total überfordert. Natürlich, gerne. Dafür bin ich da. Für wen suchen Sie denn ein Geschenk? Für meinen Neffen Leon. Er wird nächste Woche 10 Jahre alt. 10 Jahre? Das ist ein interessantes Alter. Nicht mehr klein, aber auch noch kein richtiger Teenager. Was mag er denn so? Das ist das Problem. Er hat schon alles. Er mag Technik, aber Computerspiele soll er nicht bekommen, sagt meine Schwester. Sie meint, er sitzt schon zu viel vor dem Bildschirm und braucht Bewegung. Verstehe. Das höre ich oft von Eltern. Auch etwas Aktives, aber mit Technik. Haben Sie schon an einen ferngesteuerten Hubschrauber oder eine Drohne gedacht? Das klingt cool. Leon liebt alles, was fliegt. Aber ist das nicht schwer zu steuern? Er ist manchmal etwas ungeduldig, wenn etwas nicht sofort klappt. Wir haben hier ein neues Einsteigermodell. Das hat spezielle Sensoren, damit es nicht gegen die Wand fliegt. Es stabilisiert sich selbst in der Luft. Schauen Sie mal hier, die Verpackung. Oh, das sieht stabil aus und ziemlich futuristisch. Wie lange hält der Akku? Das ist ja oft das Problem. Etwa 15 Minuten reine Flugzeit, dann muss er 30 Minuten laden. Das ist normal bei dieser Größe und Gewichtsklasse.
Und was kostet der Spaß? Dieses Modell liegt bei 45 Euro. Da sind sogar schon Ersatzpropeller dabei, falls doch mal einer abbricht. 44 Euro ist okay. Das liegt in meinem Budget. Brauche ich noch Batterien für die Fernbedienung? Ja, da kommen 3 AA-Batterien rein. Die sind im Paket nicht enthalten. Soll ich welche dazu legen? Wir haben günstige Großpackungen. Ja, bitte, unbedingt. Nichts ist schlimmer als ein Spielzeug an Weihnachten oder Geburtstag ohne Batterien. Da gibt es Tränen. Das stimmt. Können Sie es auch als Geschenk einpacken? Ich bin furchtbar im Einpacken, bei mir sieht das aus wie ein Unfall. Natürlich, das machen wir gerne. Wir haben rotes, blaues oder Papier mit Dinos. Blau bitte. Dinos sind wohl schon zu uncool für einen Zehnjährigen. Alles klar. Kommen Sie zur Kasse. Vielen Dank, Sie haben mich gerettet. Nach dem Weg fragen. Entschuldigen Sie bitte. Hallo. Darf ich Sie kurz stören? Ich brauche Hilfe. Ja, bitte? Was gibt es? Mein Handy-Akku ist gerade leer gegangen. Genau im falschen Moment. Ich habe mich total verlaufen. Ich suche das Naturkundemuseum. Oh, das Naturkundemuseum. Das ist aber ein ganzes Stück weit weg von hier. Sie sind hier in Kreuzberg, am Mehringdamm. Das Museum ist in Mitte. Wirklich? Oh nein, ich dachte, ich bin ganz nah. Auf meiner Karte sah das so aus. Kann ich zu Fuß gehen? Ich gehe gerne spazieren. Zu Fuß? Das dauert bestimmt 40 oder 50 Minuten von hier. Wollen Sie das wirklich laufen? Puh, nein, das ist zu weit. Ich habe einen Termin. Haben Sie ein Ticket für die U-Bahn? Ja, ein Tagesticket habe ich. Welche Bahn muss ich nehmen? Passen Sie auf, das ist ganz einfach. Sie gehen hier vorne an der Ampel rechts zur U-Bahn-Station Hallisches Tor. Sehen Sie das gelbe Schild? Ja, ich sehe es. Rechts zur Station. Und dann? Dann nehmen Sie die U6. Wichtig ist die Richtung Alttegel, nicht Richtung Altmariendorf, das ist falsch. Das geht nach Süden. U6 Richtung Alttegel. Okay. Wie viele Stationen sind das ungefähr? Fahren Sie 4 oder 5 Stationen. Die Station heißt direkt Naturkundemuseum. Da können Sie es nicht verfehlen. Das klingt einfach. Vielen Dank. Wissen Sie zufällig, ob das Museum heute überhaupt geöffnet hat? Es ist Montag. Oh, guter Punkt. Die meisten Museen in Berlin haben montags zu. Aber warten Sie, das Naturkundemuseum ist eine Ausnahme. Ich glaube, die haben auch montags auf. Aber ich bin nicht 100% sicher. Ich hoffe es, sonst stehe ich vor verschlossener Tür. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sie waren meine Rettung. Kein Problem. Viel Erfolg und passen Sie auf, wo Sie hinlaufen. Danke, schönen Tag noch. Das Picknick. Hier unter der großen Eiche ist es perfekt. Schau mal, nicht zu viel Sonne, aber schön warm durch die Blätter. Breite mal die Decke aus. Okay, warte. Hilfe, hier ist es ein bisschen uneben wegen der Wurzeln. Egal, das muss gehen. Ich habe so einen Hunger. Mein Magen knurrt schon seit einer Stunde. Was hast du eingepackt? Erzähl mal. Auch ich habe die Sandwiches mit Käse, Schinken und Salat gemacht. Dann haben wir Trauben, Äpfel und natürlich den selbstgemachten Kartoffelsalat von gestern Abend. Lecker. Ich liebe deinen Kartoffelsalat. Gib mir bitte zuerst ein Sandwich. Ich verhungere. Und etwas Wasser, bitte. Moment. Ich suche gerade, Sarah? Was ist? Warum schaust du so panisch? Sag nicht, du hast das Wasser vergessen.
Nein, das Wasser ist da, 2 Flaschen. Aber wir haben keine Becher und ich finde die Gabeln für den Salat nicht. Lukas, nicht dein Ernst. Wie sollen wir den Kartoffelsalat essen? Mit den Händen? Das ist doch alles voller Mayonnaise. Wir können improvisieren. Vielleicht können wir die Deckel der Wasserflaschen als kleine Löffel benutzen? Oder wir dippen das Brot in den Salat? Das ist doch eklig. Na gut, dann essen wir eben nur Sandwiches und Obst. Gib mir das Sandwich. Igitt. Was krabbelt denn da? Was ist los? Schmeckt es nicht? Schau mal auf die Decke. Überall Ameisen. Wir sitzen direkt auf einem riesigen Ameisenhaufen. Die kommen aus den Wurzeln. Oh nein, verdammt! Schnell, steh auf! Die krabbeln schon auf dem Brot und an meiner Hose, hey. Ich hasse Picknicks. Ich wusste es. Nächstes Mal gehen wir einfach in ein Restaurant mit Tischen und Stühlen, okay? Tut mir leid, ich habe nicht auf den Boden geachtet. Komm, wir schütteln die Decke aus, ganz fest. Wir suchen uns eine Bank auf dem gepflasterten Weg da vorne. Da sind keine Ameisen. Und den Kartoffelsalat schenken wir den Ameisen als Entschädigung. Deal. In der Bibliothek? Psst, sei leise. Wir sind in der Bibliothek. Hier muss man flüstern. Schau mal, dieses Regal hier. Krimis und Thriller. Das ist mein Paradies. Ich verstehe nicht, wie du diese gruseligen Bücher lesen kannst. Da geht es immer nur um Mord und Blut. Ich bekomme da immer Albträume. Ich suche lieber nach einem schönen Liebesroman oder etwas Historischem. Liebesromane sind doch immer gleich aufgebaut. Mann trifft Frau, es gibt ein Missverständnis, sie trennen sich. Und am Ende Happy End. Langweilig. Bei einem Thriller weißt du nie, wer der Mörder ist. Das ist Spannung pur. Ansichtssache. Hast du das neue Buch von Sebastian Fitzek schon gelesen? Der Heimweg? Alle reden darüber. Nein, noch nicht. Ich warte, bis es als Taschenbuch rauskommt. Das Hardcover ist mir zu schwer und zu teuer. Ich lese meistens in der Bahn. Warum kaufst du dir eigentlich keinen E-Book-Reader? Ein Kindle oder so. Dann kannst du 1000 Bücher tragen und es wiegt weniger als ein Apfel. Auf keinen Fall. Ich bin da altmodisch. Ich brauche das Gefühl von Papier in der Hand. Das Umblättern gehört dazu. Und ich mag den Geruch von alten Büchern. Ein Bildschirm ist so kalt und unpersönlich. Ich starre schon den ganzen Tag im Büro auf Bildschirme. Aber es ist praktisch. Besonders im Urlaub. Letztes Jahr hatte ich 5 Kilo Bücher im Koffer und musste Übergepäck zahlen. Mit dem Reader hätte ich mehr Platz für Schuhe oder Kleider gehabt. Leises Lachen. Das ist ein Argument. Aber ich bleibe bei Papier. Oh, guck mal da oben. Hier ist ein Bildband über Lost Places in Berlin. Verlassene Orte. Das wäre doch ein tolles Geschenk für Mark zum Geburtstag, oder? Zeig mal her. Wow, die Fotos sind klasse. Ja, das passt zu ihm. Er fotografiert doch so gerne Ruinen. Wie viel kostet es? Bildbände sind oft teuer. Hinten steht 35 Euro. Ganz schön teuer für ein Buch. Wir können es zusammen kaufen und die Kosten teilen. Dann sind es nur 17,50 Euro für jeden. Abgemacht. Das ist eine gute Idee. Komm, wir gehen zur Ausleihe, zur Kasse, meine ich. Ach nee, warte, wir sind ja in der Bibliothek. Wir können es hier nicht kaufen, nur ausleihen. Stimmt ja. Aber wir können uns den Titel aufschreiben und es dann im Internet oder in der Buchhandlung bestellen. Genau. Ich mache schnell ein Foto vom Cover. Aber ohne Blitz. Sonst schimpft die Bibliothekarin. Autokauf. Guten Tag. Ich interessiere mich für das Elektroauto da vorne im Schaufenster. Den ID3.
Eine exzellente Wahl. Herzlich willkommen bei uns. Das ist unser Bestseller im Moment. Das Design ist sehr beliebt. Haben Sie schon Erfahrung mit Elektroautos? Oder wäre das Ihr erstes? Nein, gar nicht. Das wäre mein erstes. Ich fahre bisher einen alten Diesel, aber der macht nur noch Probleme und ist schlecht für die Umwelt. Ich möchte etwas Modernes. Aber meine größte Sorge ist die Reichweite. Das verstehe ich gut. Das fragen viele Kunden zuerst. Dieses Modell hier hat die große Batterie verbaut. Damit kommen Sie im Sommer realistische 400 bis 450 Kilometer weit, je nach Fahrweise. Und im Winter? Ich habe gehört, da ist es viel weniger wegen der Heizung. Ja, das ist physikalisch bedingt. Die Batterie mag keine Kälte. Rechnen Sie im Winter mit etwa 300 bis 320 Kilometern. Fahren Sie denn oft Langstrecken? Eigentlich nur zur Arbeit und zurück. Das sind 30 Kilometer am Tag. Aber zweimal im Jahr fahre ich zu meiner Familie nach München. Das sind 600 Kilometer. Für die tägliche Fahrt zur Arbeit reicht eine Ladung locker eine ganze Woche. Und für München müssen Sie eben eine kleine Pause machen. Etwa 30 Minuten an einer Schnellladesäule auf der Autobahn. In der Zeit trinken Sie einen Kaffee und vertreten sich die Beine. Das Auto lädt sehr schnell. Okay, das klingt machbar. Daran kann man sich gewöhnen. Wie sieht es mit dem Preis aus? Gibt es noch diese staatliche Förderung? Momentan gibt es noch den Umweltbonus. Ja, der Herstelleranteil ist im Preis hier schon abgezogen. Der Endpreis für dieses Modell in Grau Metallic, so wie es hier steht, liegt bei 38.000 Euro. Puh, 38.000 Euro. Das ist viel Geld für einen Kleinwagen. Kann man den Wagen auch leasen? Ich möchte nicht so viel Bargeld auf einmal ausgeben. Natürlich. Leasing ist sehr beliebt bei Elektroautos. Wir haben sehr attraktive Angebote. Möchten Sie erst einmal eine Probefahrt machen, um ein Gefühl dafür zu bekommen? Ja, sehr gerne. Ist er geladen? Zu 80%. Das reicht locker. Hier ist der Schlüssel. Treten Sie einfach auf die Bremse und drücken Sie den Startknopf. Sie werden sehen, die Beschleunigung macht süchtig. Es ist ganz leise, aber zieht sofort an. Danke. Ich bin gespannt. Wenn er sich gut fährt, kommen wir sicher ins Geschäft. Danke an alle fürs Zuhören. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Ja, macht das. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, Leute. Tschüss zusammen. Passt auf eure Gefühle auf.